Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Ich will euch heute ein schnelles, super leckeres Dessert zeigen, was wir hier im Choco öfters mal essen. Und das ist eine Faule-Weiber-Torte oder in Deutschland nennt man es Faule-Weiber-Kuchen. Aber anders, als man es aus Deutschland kennt. Ich zeige euch einmal, was wir dafür brauchen. Zum einen Speisestärke, Erdnussmehl. Wenn ihr jetzt kein Erdnussmehl in Deutschland bekommt, könnt ihr einfach geröstete Erdnüsse nehmen und die dann mit der Kaffeemühle mahlen. Dann 2 Eigelb, Butterkekse, Zucker und Milch und Utensilien. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir schmelzen den Zucker. Aber wir fangen an, den Zucker zu schmelzen. Auf nicht ganz hoch. Auf mittlerer Hitze schmelzt ihr den am besten. Dann nehmen wir uns schon mal in der Zwischenzeit das Eigelb, rühren die Speisestärke da rein. Wir haben hier jetzt Maisstärke. Ich weiß gar nicht, ob man das so in Deutschland kriegt, aber ist Speisestärke. Und tun ein bisschen was von der Milch dazu. Das müsste eigentlich reichen. Verrühren uns das einmal. So, dass die Speisestärke sich schön auflöst. Und tun dann nebenan in den Topf die restliche Milch und wärmen die auch schon mal auf. Und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis die beiden Sachen warm sind. Beziehungsweise bis der Karamell anfängt zu schmelzen. Ja, er fängt schon an. Jetzt ist nicht so hoch. Nochmal ein bisschen runtergedreht jetzt. Der Zucker ist soweit gut. Jetzt nur den Rest hier von den Rand abkriegen. Dann stelle ich das doch erstmal nochmal zur Seite. Weil ich habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt so schnell geht. Müssen wir noch einmal kurz warten, bis die Milch heiß ist und dann kommt die da rein. Die Milch ist soweit. Jetzt können wir nämlich das Karamell wieder auf die Platte stellen und die Milch dazugeben. Warte, ausmachen. Man kann das auch mit der kalten Milch machen, aber der Karamell wird durch die kalte Milch dann wieder extrem hart. Da dauert das halt relativ lange, bis der wieder weich ist. Und so geht das recht schnell. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis der Karamell sich restlos wieder aufgelöst hat. Was ich gerade noch vergessen habe zu sagen, achte bitte darauf, dass er nicht ganz so dunkelbraun wird. Also er muss schon relativ hellbraun sein, weil der fängt sonst an bitter zu schmecken. Und da schmeckt der ganze Nachtisch bitter. Das möchte man ja auch nicht. Ist gleich soweit. Ich mache schon mal zwischendurch die Kekse auf. Das sind insgesamt 400 Gramm. Da weiß ich jetzt auch gerade nicht, wie viel wir da brauchen werden. Aber ich schreibe es euch unten ins Rezept, in die Videobeschreibung. Das Karamell ist geschmolzen. Jetzt nehmen wir es einmal kurz von der Platte, lassen sich ganz kurz beruhigen. Die Farbe ist schon mal geil. Jetzt kocht es nicht mehr. Jetzt kann ich unsere Eimischung da rein tun. So. Und wieder getropft. Einmal kurz so einrühren und dann kocht man das gleich noch mal ganz kurz auf. Jetzt schon ein bisschen dicker. So. Und nur noch mal ganz kurz jetzt aufpuffen. Ich hoffe, man sieht das schon, dass das schon dicker wird. Aber sollte man eigentlich sehen. Heißt nämlich, ist fast fertig. Das sieht gut aus.
Sieht fertig aus zum Benutzen. Oh. Nein, nicht kochen. Jetzt gehe ich wieder auf den Teigschaber über. Jetzt tun wir uns davon ein bisschen was in die Auflaufform. Ihr könnt jetzt jede Form nehmen, natürlich, die ihr wollt. Ich mache das aber immer gerne was mit Auflaufform. Verteilt euch das ein bisschen. Ja. Das ist so mega lecker. Das habe ich von der Frieda. In Deutschland kennt die Frieda wahrscheinlich nicht. In Paraguay kenne ich schon viele. So, und tut einfach die Kekse da rein. Quasi wie beim Tiramisu, nur dass das jetzt keine Löffelbiskuits sind. Und wenn man jetzt Stücke haben will, dann zerbröselt das natürlich nicht. Aber das sieht man ja nachher eh nicht. Na doch, jetzt bröselt das. So. Dann wieder eine Schicht. Bei der Menge ist natürlich auch immer jedem überlassen, wie viel er macht. Ihr könnt auch die halbe Rezept nur machen, ihr könnt das doppelte Rezept machen, 1,5. Also man kann das relativ gut variieren, wie viel man da gerade braucht. Das ist jetzt die letzte Schicht. Es sieht zwar nicht so viel aus, aber glaubt mir, das reicht. Vor allem, wenn man jetzt mit 4 Personen ist. Es ist nämlich schon recht mächtig, aber auch mächtig lecker. Ich habe jetzt 3 Keksschichten hinbekommen, meine Güte. Oder doch, waren 3, ne? Ja. Genau, ist jetzt die 4. Schicht Karamell. Jetzt holen wir nochmal alles hier raus. Jetzt kommen wir bei dem Gericht zu meiner individuellen Note. Weil das machen die hier nämlich nicht, aber ich mag das. Das ist ja das Erdnussmehl. Das streuen wir einfach nur so da drüber. Das schmeckt richtig geil. Halt einfach nur geröstete Erdnüsse gemahlen. Jetzt nicht zu viel, weil dann wird es wieder zu penetrant. Einfach nur so ein bisschen drüber streuen. Das Ganze tun wir jetzt noch für ungefähr 2 Stunden in den Kühlschrank, damit das schön fest wird und die Kekse sich richtig vollsaugen können. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich habe meinem Kanalnamen wieder alle Ehren gemacht, Chaos Kitchen. Wir hatten das Video schon fertig, zum Glück ist mir noch aufgefallen, denn ich habe mein Mikrofon vergessen anzumachen und dann nimmt das keinen Ton auf. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal, weil das, was wir rausgeschnitten haben, ist schon futsch. Und damit für den Besuch dann doch noch was bleibt, nehme ich mir da nur so einen kleinen Streifen raus. Aber ich blende euch das ein, wie es richtig aussah. Also sonst ist das ja unfair. Und wenn nachher nichts mehr über ist. Nur weil ich das nicht hinkriege. So, jetzt gucken wir. Sieht aber besser aus, wenn so ein kleines Stück auf dem Teller ist. Nicht so gierig. Jetzt muss ich nochmal probieren. Mhm. Und immer noch lecker. Ja, es tut mir leid, aber ihr seht ja, es ist noch da, die Torte. Ich kann trotzdem immer noch empfehlen, auch wenn ich es gerade schon gesagt habe, ihr das nicht hört, macht's nach, probiert's. Es ist super leicht, super schnell gemacht, nur das längste ist das Kühlstellen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Irgendwie klecker ich immer. Der oder das Karamell?